Da spürt man deutlich mehr Power mit den neuen 1404 großen Motoren als in der Originalversion mit den 1106 Motoren. Der Beta 95X V3 ist ein toller kleiner Cinewhoop, mit dem man schöne Videoaufnahmen mit einer SMO 4K oder GoPro Lite Kamera machen kann. Da die Original 1106 Motoren nicht stark genug waren und so zu manchen Vibrationen führten, hat Beta FPV dem aktuellen Beta 95X V3 die 1404 Motoren verpasst. Und so wird der bereits auf der Beta Homepage mit den neuen Motoren angeboten. Bei Beta FPV bekommt man auch das Upgrade mit den neuen 1404 Motoren und benötigt auch die 3 Blattpropeller, da original die 5 Blattpropeller verwendet wurden. Die neuen 1404 Motoren haben eine höhere Drehzahl mit 4500 kV und werden mit den passenden Stecken geliefert, also kein Löten erforderlich. Zusätzlich gibt es einen 2 mm Carbon-Adapter, der unter dem Motor kommt, damit der Motor die gleiche Höhe wie der alte 1106 Motor hat. Die 3 Blattpropeller sind auch von Gemfen, die D63. Die großen Motoren sind um jeweils 3,5 Gramm schwerer, also wird der Quad um ca. 14 Gramm schwerer sein. Ich komme auf ein Gesamtgewicht von 230 Gramm mit meiner GoPro 6 Lite Kamera und einem Align 750 mAh 4S Akku. Erstaunlicherweise wiegt der Beta 95X V3 mit den neuen Motoren weniger als der Gap RC Cinelog 25, den ich zuvor eigentlich besser fand mit den 1205 Motoren. Jetzt ist aber der Beta 95X V3 deutlich stärker mit seinen 1404 Motoren. An der Kamerahalterung habe ich eine Sicherung gemacht, damit sich die Halterung der Kamera nicht löst. Hier verwende ich 2 dünne Kabelbinder. So verliert man die Kamera beim Sturz nicht und außerdem ist die Halterung jetzt etwas steifer und die Kamera wackelt nicht mehr. Eingebaut ist ein Crossfire-Empfänger, der mit der Jumper, T-Lite und der DJI Brille V2 geflogen wird. Auf Flugaufsicht fliegt der Beta 95X V3 schon super gut, deutlich aggressiver als mit den alten Motoren. Er ist jetzt sogar etwas leiser als mit den 1106 Motoren. Hier die Aufnahme mit der Vista Nebula V2 Kamera. Schade, dass Beta FPV noch die alte Nebula Kamera verwendet. Besser finde ich hier die Nebula Pro, wie bei dem Gap RC Cinelog 25. Mit viel besserem digitalen Bild. Hier das Video von der GoPro 6 Kamera, geflogen mit dem Beta 95X V3 ohne eine Bildstabilisierung. Ich finde die 1404 Motoren super, mit mehr als genug Kraft. So hätte der Beta 95X V3 von Anfang an sein sollen. Zu bemängeln ist natürlich die schlechtere Nebula V2 Kamera, die eigentlich durch die Pro-Version abgelöst werden sollte. Eigentlich wünschen sich alle die KDX Nebula Pro in dem aktuellen Beta 95 Cinewhoop. Außerdem sollte bei der Kamerahalterung statt dem Kabelbinder, den ich hier angebracht habe, eine vernünftige Lösung hin. Vielleicht genau die bei dem neuen 3 Zoll Pavo 30 Cinewhoop angewendet wird, mit den Kunststoffsicherungsschrauben bei der GoPro Lite Halterung. Ach, und mein Beta 95X V3 habe ich eigentlich selber gebaut mit dem Original Frame und einem günstigen F4 20 Ampere All-in-One Board, der den USB-Anschluss nach oben hat. So komme ich leichter an den USB-Anschluss von oben dran ohne einen L-Adapter. Hierzu muss ich nur in dem Kunststoff nur eine kleine Öffnung bohren. Die Motoren habe ich direkt an das F4-Board angelötet, was aber recht schwer bei diesem Board ist, da die Lötstellen sehr klein sind und hier die Gefahr besteht, einen Kurzschluss zu verursachen. Mein Vista-Modul habe ich oben von dem Kühlkörper befreit. So ist das Modul flacher und leichter. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meinem Beta 95X V3 und den starken 1404 Motoren, bei immer noch gutem und nicht zu schwerem Gesamtgewicht von 124 Gramm. Ohne einem Akku und mit der roten 2,5 Gramm GoPro Lite Halterung.
Das 1404 Motoren-Upgrade lohnt sich auf jeden Fall und bringt mehr Spaß beim Fliegen.